Hi, ihr habt eigentlich hier auf dem Kanal schon ein Video zum St. Patrick's Day Event gesehen, doch es gab ein paar Fragen und Anmerkungen eurerseits in den Kommentaren, deswegen hier jetzt ausnahmsweise ein zweites Video, wo wir insbesondere auf unterschiedliche Strategien zum Event eingehen, um möglichst den Druidentempel ohne Diamanten voll ausbauen zu können. Eine Strategie hatte ich im Hauptvideo ja auch schon vorgerechnet. Das Video findet ihr übrigens auch nochmal oben rechts in der Infocard, falls es jemand noch nicht gesehen hat. Dabei spart man sich nach jeder abgeschlossenen Stadt die Kisten und öffnet nur die erste, die kostenlos ist. So hat man in der nächsten Runde mehr Goldtöpfe, die man in Manager investieren kann, wodurch es gegebenenfalls schneller vorangeht. In dem Video bin ich darauf gekommen, dass man für 7 fehlende Upgrade-Kits insgesamt 19 Hauptpreise kriegen müsste, was 475 Mini-Quests sind. Außerdem habe ich angenommen, dass man von 38 möglichen Mini-Quests pro Stadt mindestens 30 erledigt, bevor man eine neue Stadt beginnt, wodurch man insgesamt 16 Städte in den 21 Tagen spielen muss und somit nur 1,3 Tage oder 31,5 Stunden pro Stadt hat. Das ist ziemlich sportlich angesetzt. Hat letztes Jahr aber auch ziemlich gut funktioniert, denn dort gab es ein Set mit insgesamt 5 Gebäuden, die jeweils 2 Stufen hatten. Die meisten, von denen ich damals gehört habe, inklusive mir, hatten mit dieser Taktik am Ende ein Set, wo 3 bis 4 der 5 Gebäude auf Stufe 2 ausgebaut waren. Auf die übergebliebenen 1 bis 2 Gebäude, die auf Stufe 1 geblieben sind, konnte man aber auch ganz gut verzichten, weil die Effekte nicht sonderlich reizvoll waren. Dieses Jahr gibt es das kleine Problem, dass der Druidentempel nur ein Gebäude, aber auch mit 10 Stufen ist, wodurch man auf die gleiche Gesamtzahl Kits bzw. Gebäude kommt wie letztes Jahr. Aber wer dieses eine Gebäude nicht voll ausbaut, bekommt auch nur einen Bruchteil des Effektes. Dieses Jahr muss man also alles daran setzen, wirklich 9 Upgrade-Kits zu kriegen, sonst muss man auf profitable Effekte verzichten. Das ist mit meiner vorgestellten Strategie zwar durchaus möglich, aber wenn ich mich recht erinnere, habe ich letztes Jahr dafür auch viel Zeit im Spiel verbracht und kam so überraschenderweise auf 4 von 5 Gebäuden auf Stufe 2. Wenn ich dieses Jahr dieselbe Taktik angehen würde, käme ich also nur auf Stufe 9 von 10. Oder? Es gibt eine weitere Kleinigkeit, die ich im Hauptvideo nicht genannt habe, da ich mich schlichtweg bislang noch nicht mit dem Forge Bowl Event beschäftigen konnte. Spielt man die Rush Quests, also die ersten 36 Quests des Forge Bowls durch, welcher noch vor dem St. Patrick's Day kommt, erhält man eine geheimnisvolle Kiste, deren Inhalt erst beim Start des St. Patrick's Day Events erscheint. Dieser Inhalt ist ein Auswahlkit für den Druidentempel. Mit meiner vorgestellten Strategie, die ich im letzten Jahr auch selbst durchgezogen habe, bei der man keine Kisten öffnet, würde dieses Jahr also vermutlich trotzdem funktionieren, wenn man ein paar Wochen vorher den Forge Bowl aktiv mitspielt. Aber machen wir uns nichts vor, das zusätzliche Kit aus der geheimnisvollen Kiste spart uns letztendlich nur 3 Hauptpreise, damit 2 Städte und vergrößert die Zeit pro Stadt somit auf 1,5 Tage, also 36 Stunden. Machbar, wie letztes Jahr durch mehrere Leute bewiesen, aber immer noch sportlich. FOE Tips hatte letztes Jahr in seinem Video eine andere Strategie vorgestellt, die entgegen meiner Strategie eben auf das Kaufen aller 6 Kisten am Ende einer Stadt setzt. Diese Strategie wurde letztes Jahr bereits von vielen von euch erfolgreich genutzt und ich habe gehört, dass viele so ihr Set voll ausbauen konnten. Dann wird es euch sicher freuen, dass sich im Event offenbar zum letzten Jahr rein gar nichts verändert hat, außer dass man jetzt durch das Ende des Forge Bowls eben noch ein zusätzliches Kit kriegen kann. Bedeutet, diese Strategie wird sogar noch einfacher bzw. günstiger. Da wir insgesamt schon 2 Kits durch die Questreihe und eines durch den Forge Bowl kriegen können, fehlen uns noch 6 Kits. Dazu müsstet ihr dann 4 Städte abschließen, nach jeder Stadt für 1900 Goldtöpfe alle Kisten kaufen, wodurch ihr schon mal 4 Kits bekommt, und bei mindestens 25 abgeschlossenen Mini-Quests pro Stadt schafft ihr mit 4 Städten auch 100 Mini-Quests, was 4 Hauptpreise und somit die restlichen 2 Kits sind. Insgesamt habt ihr dann 7600 Goldtöpfe für Kisten ausgegeben. Da es sichere 11.200 Goldtöpfe gibt, wenn ihr alle Hauptquests abschließt und euch täglich einloggt, bleiben euch noch 3600 Goldtöpfe für Manager. Zusätzlich könnt ihr auch wieder einige durch Ereignisse rund um eure Stadt kriegen. Das solltet ihr auch unbedingt nutzen, da dort auch bis zu 500 weitere Goldtöpfe drin sein könnten, was alles deutlich vereinfacht.
Für alle 4 Städte braucht ihr mindestens 760 Goldtöpfe, um alle Manager wenigstens auf die erste Stufe zu bringen. Bleiben euch noch 2840 Goldtöpfe für weitere Upgrades. Anstatt sie auf Verdacht auszugeben, kann man allerdings sogar planen, welche Manager ihr in welcher Stadt upgraden müsst, um nicht in eine Sackgasse zu laufen. Das wäre der Fall, wenn alle 3 verfügbaren Quests sagen, dass ihr irgendeinen bestimmten Manager auf eine bestimmte Stufe bringen müsst. Welche Quests das sind, variiert aber von Stadt zu Stadt, da es 3 unterschiedliche Reihenfolgen der Mini-Quests gibt. In eurer zweiten Stadt kommen teils andere Mini-Quests in einer anderen Reihenfolge als in eurer ersten Stadt und in der dritten Stadt nochmals andere als in der zweiten. In der vierten Stadt kommt allerdings wieder dieselbe Reihenfolge mit denselben Quests wie in der ersten Stadt. Dann beginnt also wieder alles von vorne. Ich habe mir mal alle Mini-Quests angeschaut und ausgerechnet, was jeweils die günstigsten Manager zu upgraden sind, um die jeweilige Stadt abzuschließen. In der ersten Stadt soll man die Manager beispielsweise im Laufe der Quests auf folgende Stufen upgraden. Den Preis für diese Stufen habe ich daneben geschrieben. Nun suchen wir uns die günstigsten Manager raus und lassen die beiden teuersten über. Die beiden teuersten können wir uns sparen, da wir im Notfall ja nur wenigstens einen Quest-Slot für andere Quests brauchen, um nicht in einer Sackgasse zu landen. Kommt eine der beiden teuren Quests, lassen wir sie einfach stehen und ignorieren sie. So brauchen wir für die erste Stadt nochmal 390 Goldtöpfe zum Upgraden der Manager. Das beste Ergebnis holt ihr übrigens raus, wenn ihr die Manager immer direkt auf die nötige Stufe bringt, auch wenn die Quests noch nicht sichtbar sind. So profitiert ihr trotzdem schon mal von ihren Effekten. Für die zweite und dritte Stadt habe ich es auch gemacht und euch hier mal aufgeschrieben, welche Manager ihr dort auf welche Stufe upgraden solltet. Für Stadt 2 braucht ihr insgesamt 520 Goldtöpfe und Stadt 3 benötigt 360 Goldtöpfe. Da wir 4 Städte spielen, um alle Kits zu kriegen, wird die vierte Stadt nochmal die erste Reihenfolge kriegen, also kommen nochmal 390 Goldtöpfe dazu. Für alle Upgrades über alle 4 Städte zusammen geben wir also nochmal 1660 Goldtöpfe aus. Von unseren restlichen abgezogen bleiben uns also noch 1180 Goldtöpfe zu eurer freien Verfügung. Die sind wirklich nirgendwo nötig, um noch irgendwas abzugraden oder freizuschalten. Damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Weitere Kisten öffnen, andere Manager upgraden, was auch immer. Und das ist nur der Rest von den Goldtöpfen, die ihr sicher bekommt. Da kommen noch welche aus Ereignissen dazu. Ich persönlich würde euch empfehlen, in der ersten und vierten Stadt jeweils den Hafenmanager noch auf Stufe 4 zu bringen. Das kostet jeweils nochmal 270 Goldtöpfe, doch sonst wäre er nur auf Stufe 1. Ihr kriegt dafür also nochmal einen ordentlichen Boost in diesen Städten. In Stadt 2 und 3 wird er auf Stufe 3 geupgradet, um die Quests zu schaffen. Mit den restlichen 640 Goldtöpfen könnt ihr dann noch andere Manager upgraden, aber da würde ich jetzt keine speziellen Präferenzen nennen. Den größten Vorteil sehe ich aber immer beim Hafen- und Festival-Manager. Ich habe euch in dem ersten angepinnten Kommentar die Liste mit allen Managern für die Städte geschrieben. Die Nachricht könnt ihr also einfach kopieren und beispielsweise in eurem Gildenchat posten. Ihr dürft für diese Strategie aber auf keinen Fall vergessen, mit mindestens 2090 Goldtöpfen auf Vorrat eine Stadt abzuschließen. Damit könnt ihr alle 6 Kisten bezahlen und habt noch genug, um in der nächsten Stadt auch direkt wenigstens alle Manager auf Stufe 1 anzuheuern. Zum Schluss noch ein kleines Fazit. Auch dieses Jahr wird die Strategie, die FOE Tips letztes Jahr vorgestellt hat, die vermeintlich bessere und leichtere sein. Allerdings darf man sich dabei keine Fehler erlauben. Zwar hat man durch das zusätzliche Upgrade-Kit vom Forge-Pol einen guten Puffer an Goldtöpfen, doch hat man einmal nicht genug für die Kisten oder gibt zu viel für Manager aus, verschwindet auch dieser Puffer recht schnell. Bei meiner Strategie, die Kisten zu ignorieren, muss man sich hingegen ordentlich ranhalten. Die eigene Spielzeit ist dabei das größte Hindernis, weniger die Goldtöpfe, wobei man natürlich auch dort nicht unnötig Goldtöpfe für Upgrades rausschmeißen sollte. Alles in allem würde ich allen Spielern, die den Hauptpreis unbedingt voll ausgebaut kriegen wollen, empfehlen, die Kisten zu kaufen. Das erfordert allerdings einige Planung, an die man sich dann auch halten muss. Wer auf Planung keinen Bock hat und lieber drauf losspielt, kann das zwar auch versuchen und damit unter Umständen auch sehr gut abschließen, aber muss dafür auch mehr Zeit ins Spiel investieren als sonst. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wieder etwas weiterhelfen. Bewertet es gerne und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin dann erstmal, ciao.